Hier möchte ich ein Extra zum Video The Body Code Teil 1 mit dem Käfer Scarabäus und seine Symbolik einbringen. Es ist wie bei allen mehrfach interpretierbar und ich habe hier mögliche Hypothesen für dich zusammengestellt. Der Käfer Scarabäus, das Symbol, kam wohl zu uns mit der verschmorten, wütenden Sonne zu den Ufern des Nils. Skarabäen leben häufig an den Küsten des Mittel- und des Schwarzen Meeres, im südlichen und östlichen Europa, der arabischen Halbinsel, der Krim, der Türkei und natürlich in Ägypten. Es ist ein mattschwarzes Insekt mit einem runden, glatten Körper mit einer Länge von 25 bis 35 mm. Der erwachsene Käfer ist glänzend schwarz. Auf dem Kopf des Käfers befindet sich der Frontalprotrusen und Augen, eingeteilt in oberen und unteren Teilen. Auf jedem Skarabäus gibt es ein Sporn, mit denen er die Erde gräbt. Natürlich gibt es verschiedene Typen des Käfers. Geschlechtsunterschiede sind bei ihnen nur schwach ausgeprägt. Der untere Teil des Körpers ist mit dunkelbraunen Haaren bedeckt. Sie leben etwa 2 Jahre und davon verbringen sie fast ein ganzes Leben unter der Erde. An die Oberfläche kommen sie meist in der Nacht. Überwintern tun sie im Boden bei einer Tiefe von 2 Metern, danach kommen sie an die Oberfläche zum Anfang März und dauert bis Mitte Juli. Sie ernähren sich von dem Mist unter anderem der Kühe, Pferde und Schafe. Es ist schwer zu sagen, wann genau in Ägypten dieser zu einem heiligen Symbol wurde. Aber die ältesten angeblichen Beweise für die Verwendung dieses Zeichens in sakralen Ritualen gehören offenbar zum 3. Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Dass es nur in Ägypten ein Symbol war, ist aber nicht ganz korrekt. Denn in der Antike, sagen wir mal, war er in vielen Kulturen wie Afrika oder Zentralasien allgegenwärtig und außerhalb der genannten Regionen eher wenig bis gar nicht offiziell. Forscher haben sogar eine der ältesten Felszeichnungen in der Region Indien entdeckt. Eine einzigartige Petroglyphe Skarabäus, erstellt von etwa 7000 vor Christi. Ein Herr Misra behauptet, dass es weitere alte Petroglyphen gibt, die den alten ägyptischen Zivilisationen vor etwa 4000 Jahre vorausgeht. Das Skarabäuszeichen repräsentiert Sirius im Sternbild Canis Major, das das klassische Wintersternbild für die nördliche Hemisphäre ist. Die Göttin Hathor, das Haus des Horus, heißt auch Himmel, wurde mit Sirius in Verbindung gebracht, die als Kuh dargestellt wurde, zwischen dessen Hörnern sich Sirius befand. Bibudev Misra schreibt in seinem Artikel, dass die von ihm gefundenen Petroglyphen auf ein älteres System astrologischer Vorstellungen über die Himmelssphären hindeuten und datiert die Entstehung von Sternbildsymbolen auf einen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren vor Christi. Vielleicht ist unser astrologisches Wissen das Erbe einer untergegangenen Zivilisation, die während der Eiszeit blühte. Herr Misra schlägt vor, dass alte Petroglyphen esoterisches Wissen über die ältesten Zivilisationen des goldenen Zeitalters der Menschheit widerspiegeln, die während der Kataklysmen der Ära der jüngeren Dyrras 10.900 vor Christi bis 9.700 vor Christi starben, als unser Planet getroffen wurde durch zahlreiche Fragmente eines riesigen Kometen. Antike Petroglyphen, die kürzlich in Maharaja entdeckt wurden, weisen wahrscheinlich auf die Existenz einer sehr alten, vergessenen Kultur hin, die tausende von Jahren älter war als jede der Geschichte bekannte traditionellen Zivilisation, deren Symbolik sich in den heiligen Mythen und Schriften späterer Kulturen und Zivilisationen auf der ganzen Welt widerspiegelt. Eine weitere Bedeutung des Symbols liegt an der Besonderheit des Verhaltens des Käfers. Die Tatsache, dass er zufällig aus verstreuten Stücken von Dung sammelt und es lange über den Boden rollt, verwandelt es sich in eine perfekte runde Kugel.
Dies ist der erste Grund, warum der Skarabäus so beliebt ist, denn er macht aus Chaos eine ideale Sphäre, bedeutet aus formlosen Elementen. Was noch interessant ist, dass er die Kugel immer von Osten nach Westen dreht oder rollt, das heißt nach der Bewegung der Sonne. So wurde das Symbol des Skarabäus in Ägypten zu einem poetischen Bild. Der allegorische Skarabäus rollt die Leuchtkugel, die Krone des Gottes Ra, über das Firmament. Der dritte Punkt ermöglicht die Gleichsetzung des Skarabäus und des alten ägyptischen Symbols, was mit der Tatsache zusammenhängt, dass die Mistkugel schließlich vom Skarabäus im Boden vergraben wird. Den Schacht, den der Skarabäus gräbt, hat eine ähnliche Struktur wie die traditionellen ägyptischen Pyramiden. Ein absteigender Gang führt zu einer Kammer, in der der Mistkokon liegt. Dort werden die Eier abgelegt, aus denen später neue Skarabäen schlüpfen. Ein Skarabäus entsteigt also bildlich gesprochen aus dem Boden, um über ihn zu leben, und schließlich können diese Käfer auch gut fliegen. Nun wird die Frage klar, was das Skarabäus-Symbol bedeutet. Es ist ein Symbol für die Bewegung der Sonne, im weitesten Sinne ein Symbol für die Sonne selbst, die überweltliche schöpferische Kraft. Eine der Sonnengottheiten im alten Ägypten wurde Khepri genannt, was Skarabäus bedeutet. Khepri verkörperte die aufgehende Sonne und übernahm teilweise die Funktion des Schöpfergottes Atum. Atum Khepri wurde er in den Texten der Pyramiden genannt, der Schöpfer des Osiris, Gott der Wiedergeburt, des Königs der Unterwelt und Richter der Seelen der Verstorbenen. Er wurde oft in der Gestalt eines Mannes, aber mit einem Kopf in Form eines schwarzen Skarabäus dargestellt. Die Bedeutung des Symbols hat sich im Laufe der Jahrtausende wahrscheinlich nicht verändert, denn Archäologen haben in verschiedenen Kulturschichten Anhänger, Ringe und Amulette mit Skarabäen gefunden. Sehr oft wurde der Skarabäus auch mit anderen heiligen Bildern kombiniert. Im Kairoer Museum zum Beispiel mehrere Ankhs zu sehen, die neben anderen Symbolen auch heilige Skarabäen zeigen. Zudem wurde auch der Skarabäus in Ägypten ein Symbol der Arbeiter, bedeutet vom Schüler auf seinem Weg zur Weisheit. Ähnlich wie der Skarab, hartnäckig und beharrlich, formloses Verwandeln. Viskose Masse von Mist in der Birne, umlag ihm die Saat des Lebens, des Schülers, der sich auf dem Weg der Weisheit diese formlose Masse verwandeln soll und ihre Mängel in perfekte, vollkommene Form der Kugel wird. Auch die Bedeutung, ähnlich der Sonnenscheibe, sie verschwindet hinter dem Horizont der Erde und wird wiedergeboren im Osten. Aus den Tiefen der unterirdischen Finsternis, wo der Skarabäus in seinen Mauern seine Nachkommen wiedergeboren werden, wie aus einem Traum oder der Wiederbelebung, wo sich die göttliche Kraft und Weisheit vereint, wo die wiedergeborene Seele die Möglichkeit bekommt, in ein neues Leben auf Erden zu inkarnieren. Man zeigt auch neben dem Skarabäus zwei Schlangen der Weisheit, rechtes und linkes. Ein Schüler nimmt von jedem von ihnen und bildet seine Weisheit. In der Bemalung der Sarkophage wurden die Skarabäen ab etwa 1000 v. Chr. aktiv verwendet. Sie wurden oft dargestellt, wie sie einen Feuerball rollen, der wahrscheinlich die Sonne darstellt, ein Symbol für die zyklische Natur des Universums und des ewigen Lebens. Skarabäen als getrocknete Käfer wurden häufig in Fayence-Pylonen eingesetzt, die offenbar als ursprünglicher Grabschmuck dienten und auch eine Schutzfunktion hatten. Das Symbol des Skarabäus wird mit vielen Beschwörungsformeln aus den sogenannten Texten der Sarkophage und Texten der Pyramiden in Verbindung gebracht. Es ist auch bekannt, dass die Ägypter viele Rituale im Zusammenhang mit dem Skarabäus praktizierten. So glaubte man zum Beispiel, dass eine Frau, die Probleme mit der Empfängnis hatte, sicher schwanger wird, wenn man den Käfer trocknet und zu Staub zermahlt, ihn dann mit Wasser vermischt und trinkt.
Der Kopf und die Flügel eines Skarabäus wurden gekocht, in Öl gewaschen und dann in Schlangenfett eingelegt. Diese galten als den besten Schutz gegen den bösen Zauber. Natürlich musste die Delikatesse gegessen werden. Die Rituale wurden zu Beginn unserer Zeitrechnung durchgeführt, aber wir müssen bedenken, dass sie alle zu Beginn unserer Zeitrechnung entstanden sind. Außerdem gibt es keine genauen Beweise dafür, wann und wo diese Zaubertränke verwendet wurden. Und es könnte sein, dass es sich dabei nur um Fiktion handelt, da deren Autoren dieselben Christen sein könnten, denen der heidnische Glaube der Ägypter, gelinde gesagt, peinlich war. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass es im alten Ägypten erlaubt war, den heiligen Skarabäus zu töten. All dies ist jedoch nur eine Hypothese. So oder so, der Skarabäus ist ein uraltes und vielschichtiges Symbol. Dieser einzigartige Käfer, der in Westeuropa, Nordafrika und Zentralasien weit verbreitet ist, wurde nicht nur von den Ägyptern als heiliges Wesen betrachtet. Er wurde auch von afrikanischen Stämmen, den alten Völkern des Kaukasus oder sogar von den Türken vergöttert. Im alten Ägypten jedoch hat der Skarabäus-Kult eine wahrhaft epische Dimension erreicht. PS: Halten Sie nicht alle Fakten über das Symbol des Skarabäus, die man heute im Internet finden kann, für selbstverständlich. Zum Beispiel haben die ägyptischen Priester niemals Tätowierungen in Form von Skarabäen angefertigt. Sie legten niemals lebende Skarabäen in Sarkophage oder Mumifizierungsgefäße. Bevor du dich über solche Behauptungen wunderst, solltest du zunächst die archäologischen und dokumentarischen Quellen zu dem Thema, das dich interessiert, studieren. Dann wird das Erstaunen auf deinem Gesicht wahrscheinlich durch ein herablassendes Lächeln ersetzt werden. Die Rolle des Skarabäus im Leben des alten Ägypten. Bei den Ägyptern gab es poetisch-religiöse Texte, die ein Skarabäus als Gott ansahen, denn er lebt im Herzen und schützt das innere Licht des Menschen. Sakrales Symbol des Skarabäus wurde allmählich zum Bindeglied zwischen dem göttlichen und der menschlichen Seele. Symbol des heiligen Skarabäus war auch Begleitung im ganzen Leben eines Ägypters, bis er auch mit ihm in die Unterwelt ging. Bedeutet, wenn der Körper nach dem Tod mumifiziert wurde, wurde der Skarabäus anstelle von dem Herz gelegt, denn ohne ihn gäbe es keine Auferstehung der Seele im Jenseits. Die alten Ägypter verstanden die Bedeutung des Herzens im menschlichen Körper und so glaubten sie, dass es sich um ein primäres Impuls zur Wiederbelebung der Seele ist. Etwas später ersetzten sie den Skarabäus mit einem fertigen Herz aus Keramik, fügten die Namen der Götter zusammen neben dem Symbol des heiligen Käfers. Eine weitere Aussage zum Symbol ist folgende von Santos Bonacci, die ich sehr interessant finde. Zitat: Kannst du dir vorstellen, das ist Jesus Christus. Woher habe ich diese Information? Von diesem Autor. Und dieser Typ hat es von Cyril von Alexandria, Saint Ambrose von Mailand. Sehe dir diese alten Namen an, die alt sind, tausende von Jahren alt. St. Epiphanius, Apollo, St. Augustin auf Hippo, das ist der Kirchenvater Nummer 1. Was hat er über Jesus Christus, aka Skarabäus, gut gesagt? Seien wir gesegnet, der Retter, der ein schwarzer Käfer oder Hahnenkaper oder ein Maikäfer oder Skarabäus war. Skarab. Als Atheist höflich ausgedrückt war er vor 500 Jahren ein Jesuit, aber mit einem sehr, sehr hellen und scharfen Verstand, und er sagte: Er versichert uns, dass mit dem Maikäfer der eingeborene Sohn Gottes bezeichnet wurde, weil Ra sanftmütig erinnert
Weiter sagt Augustus, er war mein guter Skarabäus. Dieses Buch, die Smaragdtafeln von Thoth, von Hermes, Henoch, ist das kürzeste alchemistische Werk mit der größten Wahrheit darin, und das bedeutet es. Es ist kurz und es steht geschrieben. Das, woran es keinen Zweifel gibt, ist das, was oben ist von dem, was ist unten. Und das, was unten ist von dem, was oben ist. Die Wunder von einem wirkend, wie alle Dinge von einem waren. Sein Vater ist die Sonne und seine Mutter ist der Mond. Cerebum, Zera, Abram, Ra, Ra. Die Sonne erhebt in Widder, der Mond erschöpfend im Stier. Gold, Silber, König, Königin. Der Vater ist die Sonne und seine Mutter der Mond. Was bedeutet das? Die Sonne korrespondiert mit der Zirbeldrüse und der Mond korrespondiert mit der Hypophyse. Drin im dritten Ventrikel und weiter an den optischen Thalamus anheftend. Josef und Maria. Die Erde trug es in ihrem Bauch. Veranschaulicht hier in der Jungfrau im Bauch ist der Solarplexus. Das ist der Ort, an dem der Samen des Christus, der jeden Monat geboren wird, wenn der Mond das Sohnzeichen durchquert. Und das ist wie ein physischer Keim. Wenn er gerettet wird, steigt das Öl in der Wirbelsäule. Dieses Öl wird von der Zirbeldrüse in der Hypophyse produziert. Die Sonne und der Mond. Die Erde trug es in ihrem Bauch und der Wind nährte es in ihrem Bauch. Als die Erde, die zum Feuer werden wird, nährt die Erde von dem, was subtil ist, mit der größten Kraft, die sie von der Erde zum Himmel aufsteigt, und Herrscher über das, was oben und das ist, was unten ist. Und ich habe die Bedeutung des Ganzen bereits in 2 dieser Bücher von mir erklärt, nämlich, dass es dich das alchemistische Geheimnis lehrt. Wie man das Öl aufsteigen lässt, steht auch im Gebet des Herrn. Also worum geht es beim Vaterunser? Schauen wir uns das an. Matthäus Kapitel 6 ab Vers 9. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Reich geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Heißt, wie oben, so unten, das sind die Lehren von den Smaragdtafeln von Thoth, das alles aus Ägypten abgeleitet wurde. Ein ägyptisches Buch. Unser täglich Brot gib uns heute. Bedeutet, das Gehirn ist das Brot, der Samen heißt das Brot, das Öl, das Salz, der Christus, das Mana vom Himmel. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Bedeutet, eine Versuchung besteht darin, ein Vielfraß oder ein Alkoholiker oder eine übersexuelle Person oder irgendetwas zu sein, das diese Saturnsäure in ihrem Körper bringt, das Öl zerstört. Noch ein Tipp, immer daran denken, die Zunge am Gaumen zu halten. Ob beim Meditieren, ob du Kampfsport betreibst, ob du trainierst, ob du spazieren gehst, lege die Zunge immer in den Gaumen. Warum? Psalm 137, Vers 6. Wenn ich nicht an dich denke, soll meine Zunge am Gaumen kleben.
wenn ich Jerusalem nicht über meine Hauptfreude stelle. Unter Klagelieder 4.4: Die Zunge des Säuglings klebt am Gaumen, weil er zuerst geistig ist. Im Video Das Geheimnis (Christusöl) habe ich ausführlich schon darüber berichtet und verlinke es dir gerne noch einmal im Anschluss. Hier habe ich noch eine interessante Ansicht zum Skarabäus gefunden. Im Kanal The Land of Cem hat er die Wissenschaft der Chemie und der Produktion von Methangas in historischen Ägypten erforscht, im Zusammenhang mit dem Skarabäus. Er entdeckte, dass sie chemisches Wissen in den Stufenpyramiden zur Herstellung von Chemikalien im industriellen Standard genutzt wurden und dieses uralte Wissen über der ganzen Welt aller Zivilisationen bekannt war. Auch warum die Tiere wie Stiere oder Kühe zum Beispiel heilig waren. Dazu hat er einen Artikel entdeckt, die das bestätigt haben und seine Theorie unterstützen. Zitat: Mit dem Ende der Erntesaison und dem Beginn der Überschwemmung begann der jährliche Produktionszyklus von Methan. Die landwirtschaftlichen Abfälle und die Viehdünger wurden in ganz Ägypten gesammelt und den ganzen Sommer über regelmäßig in die Pyramiden geliefert. Ein Prozess, der symbolisch durch den heiligen Dunkelrollkäfer, die Krabbe, dargestellt wurde. So wie der Skarabäus den Dung sammelte, aus dem seine Jungen geboren wurden, so sammelten unsere alten Brüder den Viehdung, aus dem diese wichtige Chemikalie hergestellt wurde. Das erste Dekret. Der Skarabäus oder andere Symboliken sind immer bedeutsam gewesen und heute noch im Gebrauch. Das gilt für beide Seiten, also für Negatives oder Positives. Wichtig ist es immer, zu hinterfragen. Das war der Zusatz zum Video Bodycode Teil 1, was ich gerne im Anschluss nochmal verlinken werde. Danke für dein Sein und bis zum nächsten Mal. Dein Keksbuddy Steven.